Challenge kann beginnen. Größten XXL Eisbecher. Also das sind ja nicht nur 15 Kugeln Eis. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's für 15 Kugeln Eis mit Sahne, Toppings und was das Herz begehrt. Auf die Plätze, fertig, los. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big MTV. Und nachdem wir vorhin ja eine epische Challenge bei Redo XXL mit über 4 Kilo Königsberger Klopse abgedreht haben, habe ich jetzt die nächste Kandidatin für die nächste Challenge, die Josie hier. Die hat nämlich gewonnen in einem Livestream und wir begeben uns jetzt gleich in den größten XXL Eisbecher, den Redo zu bieten hat. Du trittst gegen mich an in dem Format Beat Big M. Wie viel traust du dir zu? Ich denke 15 Kugeln schaffen. Ja? Ernsthaft? Das ist eine Ansage. Also ich bin selbst gespannt, weil ich habe noch nie, ich sag mal, Eiskugeln so viel gegessen, wie ich kann. Bei mir ist ja auch so, dass ich das immer als zweite Challenge mache. Ne? Deswegen bin ich da immer mit so einem gewissen Handicap drin. Und ich sag mal so, wenn du sagst 15 Kugeln ist eine Ansage mit 600 € Preispool. Also sagst du, heute schlage ich Big M? Bestimmt. Das ist eine Ansage, da habe ich Bock drauf. Dann würde ich sagen, lassen wir uns von René einen geilen Eisbecher vorbereiten oder Eisplatten, was auch immer es ist. Ja. Und dann legen wir los. Ich wünsche dir mal nicht Glück, denn ich will, dass der Preispool gesteigert wird um 100 €. Aber ich kann verstehen, dass du 600 € mitnehmen willst. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß, guten Hunger. Kein Gehirnfrostbrand, da bin ich auch gespannt. Und dann würde ich sagen, let's go, ne? So, die Challenge kann beginnen. Hast du jetzt so vorgestellt? Kommt drauf, ja. Also das sind ja nicht nur 15 Kugeln Eis, oder? Doch. Aber was ist noch alles drin? Naja, ein bisschen Obst, schön Sahne, ein paar Cerealien, krokant. Ihr sollt ja mal ordentlich hier schlemmen heute, Und oder? den gibt's auf der Speisekarte bei dir so, ne? Ja, genau. Ja, das finde ich halt krass, Leute. Den kann man sich so hier bestellen. Und wir machen das jetzt als Challenge. Und ich würde sagen, hier dürfen wir nicht lange fackeln. Nee. Ich habe eine Eisspezialistin hier. Wirklich? jetzt, Rekord liegt bei 13 Kugeln. Ja? Ah, wirklich? Hat bei der Eisdiele gearbeitet. Also es wird Oh, dann stelle ich sie gleich ein. Ich brauche noch mal jemanden für meine Eisdiele. Also, Josie, es sieht genial aus. Ich habe umso mehr Bock, wenn ich das jetzt sehe. Ich auch. Es fängt schon an leicht zu schmelzen, deswegen würde ich sagen, Leute, lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's! Beat Big M, eine Stunde haben wir Zeit für 15 Kugeln Eis mit Sahne, Toppings und was das Herz begehrt. Auf die Plätze, fertig, Los. let's go! So, dann fangen wir an. Weißt du schon, wie du anfängst? Nee. Hast du keine Taktik irgendwie als Eisexpertin? Erstmal kosten und dann los. Ich habe dein Lieblingseis oben gehabt, Schoko. Ich auch. Ja? Ich bin ja auch mal gespannt, jetzt mal Retalk. Ich habe das Eis schon einmal probiert, ich fand es mega lecker, was du auch sagst, wie es schmeckt, ne? Es ist gut, ja. Schön cremig. Könnte schwierig werden für Hast du uns. es hier schon mal gegessen? Nein, Okay. ich war hier noch nie. Da bin ich wirklich gespannt, was du sagst. Aber Schokoeis ist sehr cremig. Also. Leute, meine ich ganz ernst, schmeckt sehr, sehr lecker. Ich habe es ja, wie gesagt, bei der letzten Challenge, die wir hier gemacht haben, mit der Currywurst schon mal gegessen. Das ist jetzt das Schokoeis. Ich bin noch nicht mal jetzt der Favorite von Schokoeis. Aber sehr, sehr cremig. Sehr lecker. Die sind auf jeden Fall Haribos. Wir haben die so krokant. Was sind das so? Das sind ja keine Smarties, ne? Irgendwie so Knusperkugeln oder was? Bunte Streusel. Bunte, Einfach ja, genau, mal. bunte Streusel. Ananas mit dabei. Melone. Und ich bin eigentlich auch kein Fan von diesen Waffeln, ne? Weil manchmal finde ich die. Du merkst ja, wenn die manchmal so pappig werden, wenn sie zu lange in irgendeiner Eisdiele und so liegen, ne? Geht aber wieder. Also die Haribos sind hart. Vom Eis wahrscheinlich, ja. Aber dafür schmecken die Waffeln lecker. Also normalerweise bin ich echt nicht so dieser Waffel-Fan davon, aber die sind knusprig. Also Leute, die ersten Hürden sind geschafft auf jeden Fall schon mal. Bisher habe ich großen Schokoeis umgehabt, Melone, Ananas und die Waffeln schmecken eigentlich ganz geil. Wie gesagt, Stunde haben wir uns vorgenommen. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, denn das weiß keiner. Und die Leute im Livestream tun sich auch schwer, was so ein Eisbecher an Kalorien hat. Schreibt mal gerne rein, was ihr schätzt. Das weiß, wie gesagt, keiner. Wie geht's dir? Super. Ja? Oh, scheiße, ich merke auch die Challenge super. Ey. Ich habe gedacht, du sagst was anderes. Halleluja. Also auf jeden Fall eine Riesenaufgabe, riesen Mammutbecher. Bisher war dein Favorite-Eis da. Ich hoffe, meins kommt irgendwie gleich noch mit so Vanille und so. Ah. Erst hier unten, oder? Ja, ich glaube auch, aber
ist, also langsam wird, du hast schon einen Pulli an, langsam wird es kühl. Ich glaube, ich muss meinen gleich auch noch drüber ziehen. Wir lassen es aber weiter gut schmecken. Mal schauen, wie weit wir kommen. Josi sagt ihm, dass in seinem Eis, was in seinem Eis ein Gesicht zu sehen ist. Was? In meinem Eis ist ein Gesicht? Ich sehe kein Gesicht. Ich mache jetzt seit 14 Jahren mache ich wirklich Eis, weißt du. Und mir war immer wichtig, weißt du, dass das Eis nicht zu süß ist, weil dann verliert das Eis irgendwann den Geschmack und du hast dann nur noch diesen Zuckergeschmack. Und deswegen liebt ja so mein Eis, weißt du, jedes Mal kommt das immer, freut sich immer auf mein Eis, weißt du, weil das ist Weißt so du, das was, Thema, ne? weißt du, was ich daran immer merke, wenn das mir zu süß oder zu, dann sind diese Eiskristalle zu stark da drin. Dann ist das nicht so krass cremig, sondern hast du wirklich so Eiskristalle drin. Genau. Das finde ich manchmal nicht so geil. Und du kannst den Geschmack nicht mehr raus. Weißt du, du isst dann entweder Schoko, Vanille, Walnuss, Erdbeer, weißt du, und irgendwie isst du eigentlich nur noch süß, Ja. weißt du? Und das wollte ich halt einfach vermeiden, weißt du, deswegen haben wir unsere Rezeptur noch mal ein bisschen angepasst, weißt du, und bei mir war es einfach genau so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und was ich ganz besonders stolz bin, ist natürlich unser laktosefreies Eis, weißt du, unser Fruchteis, also wie jetzt hier merkst gerade Erdbeer und Mango, weißt du, ja, das wird ja wirklich bei uns ohne Milch produziert und du hast dieses Gefühl, dass es wirklich trotzdem, cremig ist, weißt du, und es wird tatsächlich wirklich nur mit Wasser gemacht, weißt du, ja. Was ist dein Lieblingseis hier von denen, wenn du als Kugel, sag ich mal? Du, ich bin so der Klassiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Schoko? Also ich mag halt wirklich Erdbeer und Vanille. Ja, ich Vanille auch, ja. Und Ja. ich liebe Joghurt. Ah nee, ist boah, so mein nee, ich gar nicht, da Favorite. kannst du mir die Angst. Echt, ja. Da bist du schon Aber mit, ich sag dir jetzt ehrlich, wir machen so ein geiles Joghurt. da bist du, da Ja. musst, da Aber bist du du, kennst unser Joghurt. Ich weiß nicht, ich muss mal fragen, ob wir heute Joghurt haben. also Leute, kurz Update, ihr habt René gehört. Er hat ein bisschen was vorgestellt, ein bisschen erzählt. Er will jetzt noch das Joghurt-Eis unterjubeln. Aber wir kommen gut voran. Ich habe mal alle, glaube ich, jetzt durchprobiert. Stracciatella, Joghurt-Eis. finde ich, ist Joghurt-Eis oben. Also ein bisschen was durchprobiert, kommen so langsam auch zu den Stracciatella-Stücken. Wir geben weiter Gas. Ich muss mich wirklich hier mal ein bisschen einmischen bei euch, weißt du? Sehr nett. Leute, das ist das, was ich euch immer sage. Für René steht wirklich, ich sag mal, Gastfreundlichkeit, alles so krass im Vordergrund. Das bekommt ihr alles im Hintergrund gar nicht mit. Aber das ist immer wieder, was ich sagen kann. So menschlich, herzlich und das ist mein Street Talk, unabhängig davon, dass wir jetzt hier zusammen ein paar Challenge Machen wir machen. das noch mal rum. Also, weißt du, Joghurt ist nicht gleich Joghurt, aber wirklich, du musst jetzt einfach nur hier einmal mal wirklich nur rein pur Joghurt. Ich gehe ins nächste Handicap rein hier. Und das ist, ich glaube, das wird jetzt wie rote Beete. Glaub mir das wirklich. Also guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Ja. das schmeckt wirklich gut. Aber bei mir ist einfach so, ich glaube, dieser Joghurtgeschmack im Eis, Ja. das hat jetzt gar nichts mit dem Eis an sich zu tun. Ist einfach nicht so mein Favorite. Das ist wie so, die einen mögen Schoko, die anderen Vanille. Ja, Ich bin einfach so kein Joghurt-Eis-Fan. Aber ich glaube, das wollte ich gerade sagen, meine Mutter liebt Joghurt-Eis. Ich glaube, die wird sich direkt hier in das verlieben. Also Leute, ihr habt's gehört. Ja, René gönnt sich jetzt noch ein Joghurt-Eis. Dankeschön, wir haben einen neuen Teller, um das Ganze ein bisschen sauber zu halten. Josie wollte sich nicht verführen lassen, dass ich hier noch ein bisschen Joghurt-Eis anbiete. Ne? Also sie ist clever, nicht so dumm wie ich. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter Gas. Wir haben jetzt 20 Minuten um, ein Drittel um. Und damit würde ich sagen, 30 zu wenig gewesen, ja. auf jeden Fall. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Du siehst, ich habe Gänsehaut. Ist dir kalt? Ein bisschen. Ich muss mich, glaube ich, warm essen. Und dann machen wir weiter. Mit dem René zusammen. Let's go. Also Leute, kurz Update. Halbe Stunde ist um. Ich habe mir gerade einen Pulli angezogen, mich neu verkabeln lassen. Mir ist eiskalt, ich habe Gänsehaut ohne Ende. Und viele im Livestream schreiben gerade, dass sie entweder jetzt gleich zur Eisdiele fahren oder sich ein Ben Jerry's holen. Also, holt euch ein schönes Eis. Wir genießen weiter die zweite Hälfte. Schauen, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir liegen fast gleich auf jetzt. Oh, es ist eine Menge. Es ist wirklich eine Menge und es ist noch über keine Ahnung, wie viele Kugeln drin. Ich würde sagen, die Hälfte der Kugeln sind noch hier drin. Halleluja.
So Leute, ich bin richtig am Frieren. Halleluja. Aber ja, wirklich jetzt mein, ich sag mal, letztes Stück, was jetzt noch hier drin ist, das ich jetzt mit euch zusammen hier genieße. Und dann habe ich meinen Eisbecher voll. Leer. So, komplett ausgekratzt. Komplett leer der Eisbecher. 15 Kugeln plus Toppings in knapp 40 Minuten. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin noch dabei, aber Beschätzung? Ich würde sagen, jetzt noch so, 5 oder so, ja. ein Drittel vielleicht. So ein Drittel noch drin. Also, Zeit ist auf jeden Fall noch da. Ich kann jetzt eine kleine Pause einlegen, bevor es ins Stechen vielleicht rüber geht. Und vielleicht mal kurz die Hände warm machen. Mal Hände abwaschen. Aber dir wünsche ich weiter viel Glück, viel guten Hunger vor allem. Denn es schmeckt weiterhin. Und dann schauen wir mal, wie weit sie jetzt noch kommt. Ich kann eine kurze Pause einlegen und danach vielleicht noch ins Stechen reingehen. Warten wir nochmal ab. So Leute, wir müssen den Timer stoppen, denn 8 Minuten vor Ende, also insgesamt nach 52 Minuten, hat Josie gerade gesagt, Es geht nicht mehr. es geht nicht mehr. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt mal reinschaut, was hier noch drin ist, würden wir jetzt so schätzen, sind es jetzt noch so um die 2, 3 Kugeln, die du vielleicht jetzt noch so übrig hattest, ne? Vielleicht 4, wenn es jetzt geschmolzen ist. Damit hast du etwas mehr als 10 Kugeln geschafft, aber sagst jetzt auch, das ist es alles nicht wert, jetzt ist aber noch mehr zu essen. Genau. Und dementsprechend sage ich erstmal Glückwunsch für ein kostenloses Eis. Danke. Für hoffentlich, dass es dir auch gut geschmeckt hat. Ja. Und ich hoffentlich auch Spaß gemacht hat. Ja. Ja, weil das steht hier mal im Vordergrund. Ja. Ich fand, es war eine geile Challenge. René kommt gerade perfekt. Alter. Wir haben einen Sieger, weil Aufgabe. Du hast aufgegeben, Nach ja? 52 Minuten. Hast du ja kein Ziel mehr. Also Leute, habt's gehört? Der erste Sieger, der erste Rekord, 15 Kugeln Eisbecher. Und ich gönne mir noch eine letzte Kugel, damit der Rekord auf 16 hier einmal gestoppt wird. Jawolla! Und dann soll das mal einer von euch schlagen. Und wenn hier mal einer vorbeikommt und 16 Kugeln schlägt, dann würde ich sagen, komme ich zurück. Jawohl. Und dann mache ich das ohne eine Challenge zuvor und gehe mal hier in so eine Ja, richtige geil. Eis-Challenge rein. So, hier kommt nochmal die Kugel extra. Ah, geil. Danke, René. So, meine Lieben, Abschlusskugel vom Chef nochmal höchstpersönlich. Ich danke dir. Räumt uns netterweise auch den riesen Eisbecher weg. Damit gehen wir in die 16. Kugel und stocken einmal den Rekord auf. Und ihr wisst, wir haben ja vorhin schon eine Haupt-Challenge-Kanal oder eine Hauptkanal-Challenge abgedreht. Und da hatte ich ja die geilen Süßigkeiten als Dessert geholt. Und jetzt werde ich so richtig dreckig, denn unsere nächste Beat-M-Folge geht so ein bisschen in die Richtung Süßes oder Saures Halloween-Special. Und ich würde sagen, was passt denn besser, als dass wir jetzt hier so ein bisschen dreckig werden? So schön ein bisschen Haribo in das Eis machen, mal schauen, wie das schmeckt. Gibt ja ein paar, die das vorhin noch mit den Gummibärchen mögen. Möchtest du einen Gummibär haben wenigstens noch? Nee, da wird abgelehnt. Ist nicht schlimm. Bleibt mehr für mich. Ein Colafläschchen tut es auch noch. Und dann gehen wir rein noch in so ein kleines Eisspektakel. Schöne mit so einem sauren Würmchen. Ohne Witz, das hat aber was. Schmeckt mir besser als mit den Haribos, weil die weicher sind und ein bisschen säurig. Also Leute, damit ein paar Süßigkeiten durch. Somit das Dessert auch zur heutigen Folge. Mir schmeckt wirklich der Stracciatella sehr, sehr lecker. Deswegen habe ich es jetzt zum Schluss nochmal genommen. Ich würde jetzt sagen, mit Vanille mein Favorite. Wobei der Schoko mich auch überrascht hat. Josie, auch hier nochmal. Ich danke dir für eine geile Challenge. Habe mich sehr gefreut, dass du heute mitgemacht hast. Ich auch. Hast echt lange durchgehalten, haben auch viele gerade geschrieben. Wie gesagt, 4. Folge erfolgreich. 700 € Preispool für den Gewinner, den wir jetzt auslosen im Livestream. Kommt gerne in Zukunft in den Livestream dazu, könnt ihr auch mitmachen. Jetzt geht's nach Frankfurt. Halloween Special, Beat Big M als zweite Folge auf unserem Zweitkanal. Süßes oder Saures, ich freue mich drauf. Der Härtekandidat, nächstes Mal mehr Glück. Oder ansonsten stocken wir den Preispool weiter auf. Gerne liken, abonnieren, teilen, Hauptkanal abchecken, falls noch nicht geschehen. Und dann bestellen wir beide. Liebe Grüße aus Berlin, genauer gesagt aus Wildau. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.